In vielen Kulturen gibt es die Vorstellung eines inneren Sinns. Anders als die physiologischen Sinne dient dieser Sinn nicht der Erkenntnis der physischen Welt, sondern der geistigen Welt. Oft wird der innere Sinn als ein inneres Auge beschrieben. Manchmal wird er mit dem Verstand, dem Herzen oder der Seele in Verbindung gebracht. Immer geht es um die unmittelbare Schau höherer Wirklichkeiten. Manchmal in der Form der Selbsterkenntnis, manchmal als Vision von Gott oder geistigen Wesen und Welten, manchmal als Erkenntnis von Energien und der kosmischen Ordnung. Entsprechend wird der innere Sinn mit Weisheit, spiritueller Reife und befreiender Einsicht assoziiert. Ich glaube, dass wir alle diesen inneren Sinn haben und ihn täglich nutzen. Wenn wir unsere Vorstellungskraft einsetzen oder wenn wir Einsichten durch Fühlen, Denken oder Intuition haben, dann ist das ein Sehen mit dem inneren Sinn. Allerdings haben wir da erst wenig von den Möglichkeiten des inneren Sinns genutzt. Damit er uns zu wirklich spirituell bedeutsamen und befreienden Einsichten verhilft, muss er entwickelt werden. Wie also entwickeln wir den inneren Sinn? Vereinfachend gesagt gibt es zwei Ansätze. Erstens den indirekten Ansatz. Dies geschieht durch Verhaltensweisen und Praktiken, die in vielen religiösen und spirituellen Traditionen verbreitet sind. Dazu gehören etwa ein aufrichtiges und freundliches Verhalten gegenüber anderen Lebewesen, eine gesunde und maßvolle Ernährung, Bewegungs- und Atemübungen sowie diverse Formen der inneren Sammlung, Konzentration und Meditation. Es geht also darum, körperlich und geistig schädigende Gewohnheiten aufzugeben und sich einer gesunden und achtsamen Lebenspraxis zuzuwenden. Auf diese Weise wird der innere Sinn sozusagen als Nebenprodukt der Bewusstseinsentwicklung ausgebildet. Der andere Ansatz ist der direkte Ansatz. Wir trainieren den inneren Sinn ganz gezielt. Dies tun wir so, wie wir auch die physiologischen Sinne schärfen. Wenn wir unseren Riechsinn oder Hörsinn entwickeln wollen, müssen wir eben bewusst und aufmerksam ins Riechen oder Hören gehen. Und so gilt auch, wenn wir den inneren Sinn entwickeln wollen, konzentrieren wir uns auf die Objekte des inneren Sinns, um diese immer deutlicher und detaillierter wahrzunehmen. Was aber sind die Objekte des inneren Sinns? Das ist zunächst einfach das, was in uns passiert. Um den inneren Sinn auszubilden, kannst du also damit beginnen, aufmerksam auf die Prozesse in deinem Inneren zu achten. Wie fühlt sich dein Körper an dieser oder jener Stelle an? Wie fühlt sich dein Atmen an? Welche Gedanken, Gefühle und Empfindungen hast du gerade? Wenn du eine Anleitung dafür suchst, findest du die zum Beispiel in den unterschiedlichen Formen der Achtsamkeitsmeditation. Eine aktivere Form der Entwicklung des inneren Sinns ist die gezielte Herbeiführung von Empfindungen und inneren Wahrnehmungen. Zum Beispiel gibt es im tibetischen Buddhismus die Praxis, Bilder von Buddhas oder Mandalas bis ins kleinste Detail zu imaginieren. Natürlich ist die Ausbildung des inneren Sinns hier kein Selbstzweck. Die Praktizierenden versuchen auf diese Weise, heilvolle Geisteszustände herzustellen und letztlich die Buddha-Natur aller Dinge zu realisieren. Auch außerhalb des Buddhismus gibt es zahlreiche Imaginationsübungen, mit denen du experimentieren und trainieren kannst. Die Emmentaler Seher, bei denen ich das Sehen lerne, haben ebenfalls eine Methode, um den inneren Sinn auszubilden. Das Sehen mit dem inneren Sinn ist für uns eine zentrale Übung der energetischen Bewusstseinsentwicklung. Doch wir arbeiten nicht mit Imaginationen, sondern konzentrieren uns direkt auf das innere Bewusstseinslicht. Darunter verstehen wir jene Phänomene, die in der Physiologie als entoptische Erscheinungen bekannt sind. Es sind unterschiedliche innere Lichterscheinungen und zugleich unterschiedliche Aspekte des Bewusstseinslichts. Die für uns bedeutsamste und auch im Alltag zugänglichste Erscheinung des Bewusstseinslichts ist die sogenannte Leuchtstruktur. Dies sind bewegliche, transparente Punkte und Fäden, die in unserem Blickfeld schwimmen und anfangs kaum festzuhalten sind. Oft werden sie mit Glaskörpertrübungen verwechselt, die in der Augenheilkunde als fliegende Mücken, Mouches volantes oder englisch Eye Floaters bekannt sind. Du willst mehr über die Leuchtstruktur und ihr Verhältnis zu Mouches volantes als Glaskörpertrübungen wissen? Dann schau dir die Videos in der Playlist Mouches volantes, Glaskörpertrübung oder Bewusstseinslicht an. Wenn du also diese Punkte und Fäden in deinem Blickfeld siehst, hast du ein erstklassiges Meditationsobjekt zur Verfügung, durch das du deinen inneren Sinn entwickeln kannst.
Die Leuchtstruktur brauchst du nicht mit dir herumzutragen und kannst trotzdem über sie meditieren, wann und wo du willst. Bei genügend äußerer und innerer Helligkeit lässt sie sich zwar auch mit geschlossenen Augen sehen, doch wir empfehlen die Meditation über die Punkte und Fäden mit offenen Augen. Das Tageslicht hält dich wach, versorgt dich mit Energie und intensiviert dadurch dein inneres Leuchten. Wie also funktioniert die Meditation mit offenen Augen auf die Leuchtstruktur? Suche dir einen ruhigen Ort, vorzugsweise im Freien, wo du längere Zeit sitzen oder liegen und ungestört in den Himmel blicken kannst. Mit kräftigen Augenbewegungen holst du deine Punkte und Fäden ins Blickfeld. Nun versuche, deine Leuchtstruktur genau zu sehen. Lerne ihre Formen und Konstellationen kennen. Erkenne, welche Punkte und Fäden im linken und welche im rechten Blickfeld schwimmen. Achte auch auf die Bewegung, Größe und Leuchtkraft deiner Punkte und Fäden, denn die zeigen dir, wie aktiv dein innerer Sinn ist. Zunächst wirst du vermutlich feststellen, dass es nicht einfach ist, die Punkte und Fäden zu betrachten, weil sie dauernd wegfließen, vor allem nach unten. Nur durch die Neuausrichtung deines Blicks vermagst du sie im Blickfeld zu halten. Eine längere, ununterbrochene Konzentration will nicht recht gelingen. Mit zunehmender Übung aber machst du Fortschritte. Das zeigt sich etwa darin, dass du die Leuchtstruktur besser und länger im Blickfeld halten kannst. Die Punkte und Fäden werden allmählich kleiner und schärfer. Und vor allem leuchtender. Dieses Licht ist dein Bewusstseinslicht. Deshalb sprechen wir von der Leuchtstruktur des Bewusstseins. Gelingt es dir, die Punkte und Fäden längere Zeit ohne Neuausrichtung des Blicks festzuhalten, hast du einen meditativen Zustand erreicht. Die Leuchtstruktur zeigt sich nun ruhig, fließt nur noch wenig und leuchtet klar. Deine Aufmerksamkeit ist ununterbrochen auf die Punkte und Fäden der rechten oder der linken Seite ausgerichtet. Das bedeutet auch, dass dein innerer Sinn aktiver und stärker geworden ist. Ein großer Teil der Energie, die du normalerweise für die sinnliche Wahrnehmung der Welt brauchst, fließt jetzt in den inneren Sinn und erleuchtet deine Innenwelt wie auch deine Außenwelt. Durch weitergehende Meditation auf die Leuchtstruktur intensivierst du diesen Prozess, bis du die Welt um dich herum kaum noch wahrnimmst. Dann ist dein innerer Sinn vollständig offen und aktiv. Du erkennst unmittelbar und mit großer Intensität und Tiefe die wahre Bedeutung der Leuchtstruktur als Ausdruck des universellen Bewusstseins. Diese kontemplative Erkenntnis hat eine mystische Qualität, insofern du mit dem Gesehenen eins wirst und dabei die befreiende Erkenntnis deines wahren Selbstes erfährst. Dies sind, grob zusammengefasst, die idealtypischen Stufen des Weges in der Leuchtstruktur. Klar, den inneren Sinn zu einem mystischen Wahrnehmungsorgan auszubilden, ist nicht einfach. Für die meisten Menschen ist es ein lebenslanger Weg. Doch mit jedem Schritt auf diesem Weg verbindest du dich wieder mit dir selbst, mit deiner Umwelt und letztlich mit deinem höheren Selbst, dem leuchtenden Bewusstseinskern.